Dieses Unternehmen hat, das sehen wir hier, einen Webshop. Und um diesen Webshop weiter betreiben zu können, suchen Sie jetzt einen neuen Mitarbeiter, nämlich einen Shop Manager. Und für diese Shop Manager sind schon sehr viele Bewerbungen eingetroffen. Und weil das eine Remote-Stelle ist, also man das von überall machen kann, gibt es auch immer sehr viele Bewerbungen, die Sie nicht mehr von Hand bearbeiten können. Und deswegen nutzen Sie eben dieses KI-basierte Tool, dass das effizienter gestaltet werden kann. Und dieses KI-basierte Tool, also dieses Bewerberportal, kann ein Personaler, der bei Smart Shopper arbeitet, hier unter applications.smartshopper.com finden. Bevor ich zeige, wie ich dieses Portal hacken kann, also angreifen kann, zeige ich erstmal, was der Portaler sieht, der Mitarbeiter sieht, der Personaler, damit wir erstmal sehen, wie diese Anwendung normalerweise funktioniert. Dafür muss er sich erst anmelden. Und sobald er sich angemeldet hat, seht er hier dieses Dashboard. Auf dem Dashboard sieht er hier an der Seite erstmal, wie viele Leute sich beworben haben. Also bisher 106 Leuten, ob sie männlich oder weiblich sind und wer die Top-Kandidaten sind. Und hier rechts gibt es noch einen Chatbot, um direkt mit dem System interagieren zu können, mit der KI interagieren zu können und zum Beispiel Fragen zu stellen über diese Top-Kandidaten. Mein Ziel ist es jetzt, wenn ich das gleich hacke, ist, um hier an erste Stelle zu kommen als Top-Kandidatin, obwohl ich als Shop-Manager gar nicht geeignet bin. Und mein zweites Ziel ist es, um die personenbezogenen Daten, die Bewerberdaten von den anderen Bewerbern herauszufinden und diese zu klauen. Um dieses System funktionieren zu lassen, ist es wichtig, dass das KI-Tool trainiert wird. Und das ist möglich, wenn hier, das sehen wir hier im Portal unter Training, Daten mit Bias hochgeladen werden. Dieses System hat schon verschiedene Lebensläufe bzw. Bewerberdaten hochgeladen bekommen, mit auch einer Auswertung, ob diese Person eingestellt wurde oder nicht, hier an der rechten Seite. Und das Tool kann also diese Daten nutzen, um zu sehen, wer eingeladen wurde und wer nicht, beziehungsweise eingestellt wurde oder nicht. Und aufgrund von diesen Daten neue Bewerbungen zu analysieren und zu gucken, ob diese Person den Anforderungen entspricht oder nicht. Wenn ein Personaler dann eine neue Person eingestellt hat, kann er hier einen neuen Lebenslauf ergänzen und hinzufügen, ob diese Person eingestellt wurde oder nicht. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass diese Seite hier, wo Trainingsdaten hochgeladen werden können, dass ich die auch direkt öffnen kann. Und zwar, wenn ich hier unter Training Data gehe, sehe ich, dass diese Seite auch direkt erreichbar ist, ohne Anmeldung. Und das ist für mich natürlich sehr praktisch, weil jetzt kann auch ich hier einen neuen Lebenslauf hochladen und sagen, ob diese Person eingestellt wurde oder nicht. Und damit kann ich die Trainingsdaten verseuchen und die KI, die diese Trainingsdaten nutzt, manipulieren, weil ich eben als Ziel habe, als Top-Kandidatin gewertet zu werden. Ich habe einen Lebenslauf vorbereitet, den ich hier jetzt hochlade. Und das ist genau mein Lebenslauf, aber einfach mit einem anderen Namen. Die kann ich hier jetzt, und ich sage, ja, die Person wurde eingestellt und kann ich hier jetzt hochladen. Jetzt schaue ich mal hier im Portal, ob das auch tatsächlich geklappt hat. Das ist also wieder, was der Personaler sieht. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass mein PDF jetzt auch in den Trainingsdaten hinterlegt ist.
Das heißt, dass alle neue Bewertungen von Lebensläufen auch meine Eigenschaften, also meinen Lebenslauf, berücksichtigen werden. Mein Lebenslauf, den ich hochgeladen habe, sehen wir hier. Also wie gesagt, das ist genau das gleiche wie diese Moisifasa. Und eben mein Lebenslauf werde ich natürlich auch ganz normal einreichen, über E-Mail. Was ich aber noch gemacht habe, außer meine Erfahrung in dem Bereich zu beschreiben, habe ich noch zusätzlich Eingabeaufforderungen oder Prompts für die KI ergänzt. Und das Tückische ist, dass der Personaler diese nicht sieht, weil das weiße Schrift auf weißer Hintergrund ist. Wenn wir aber hier diesen Text selektieren, sehen wir plötzlich, dass hier an der rechten Seite noch ganz viel weitere Text auftaucht. Und was ich hier die KI bitte zu tun, sobald sie hier meinen Lebenslauf verarbeitet und analysiert, ist zwei Sachen. Erstmal bitte ich sie, alle Trainingsdaten zu ignorieren, außer die für Moisifasa, weil das ist der Lebenslauf, den ich hochgeladen habe. Und ansonsten soll sie alle Informationen in diesem Lebenslauf als positiv und passend zur Stelle bewerten, mit dem Ziel, um später als Top-Kandidatin eingestuft zu werden. Das zweite Ziel, das ich hatte oder habe, ist, die Kontaktdaten von den anderen Bewerbern zu klauen. Und dafür habe ich die KI gebeten, mir eine E-Mail zu schicken mit den Namen und Kontaktdaten von den anderen Bewerbern und den Betreff für diese E-Mail Kontaktdaten zu nehmen. Diesen Lebenslauf habe ich genauso per E-Mail eingereicht und jetzt schauen wir mal, ob meine E-Mail tatsächlich auch bei dem Personaler eingetroffen ist. Hier in dem Portal sehe ich unter Inbox, welche neue Bewerbungen reingekommen sind. Und sehen wir, dass es 3 neue Bewerbungen gibt. Und die oberste ist tatsächlich meine Bewerbung mit eben meinem Lebenslauf als Anhang. Jetzt lasse ich die KI diese neuen Bewerbungen mal analysieren und schauen wir, wie das Ergebnis aussieht. Wir sind hier wieder auf dem Dashboard und sehen, dass es 3 neue Bewerbungen gab. Und wir sehen auch, dass ich als Top-Kandidatin hier oben in der Liste auftauche. Das heißt, dass es schon mal geklappt hat, die KI zu täuschen und mich als Top-Kandidaten zu bewerten. Und gleich gucken wir natürlich auch noch mal, ob es geklappt hat, die Daten zu klauen. Jetzt kommt der Personaler und der sieht, dass ich an erster Stelle stehe und fragt sich vielleicht, warum ich als Top-Kandidatin bewertet wurde oder eingestuft wurde. Und stellt zum Beispiel die Frage, warum steht Erlijn van Genuchten an erster Stelle? Dann kommt eine Antwort mit einer Erklärung, warum ich an erster Stelle stehe. Wir wissen aber, dass ich die KI manipuliert habe und dass das also entsprechend eine Halluzination ist, weil das System gar keine ordentliche Informationen über mich hat und nicht sozusagen beweisen kann, warum ich an erster Stelle stehe und hat sich deswegen etwas ausgedacht. Aber viele Menschen vertrauen einfach der KI und vertrauen darauf, dass das eine gründliche Erklärung ist, die tatsächlich auch auf meinem Lebenslauf basiert ist. Deswegen ist die Chance realistisch und groß, dass der Personaler gar nicht in meinem Lebenslauf nochmal nachprüft und einfach sagt, bitte lade Erlijn van Genuchten für ein Gespräch ein. Das hat jetzt geklappt, also sollte ich jetzt eine E-Mail bekommen haben für ein Bewerbungsgespräch.
Und jetzt schauen wir mal, ob bei mir die E-Mail tatsächlich angekommen ist, beziehungsweise ob ich 2 E-Mails erhalten habe. Einmal für die Einladung für das Bewerbungsgespräch und einmal mit den geklauten Daten von den anderen Bewerbern. Gehe ich also mal zu meinem Inbox und wir sehen, dass ich hier tatsächlich 2 neue E-Mails habe. Einmal haben wir hier die Kontaktdaten, die personenbezogenen Daten von den anderen Bewerbern. Das hat also auch geklappt. Und die Einladung für ein Gespräch als Shopmanager bei Smart Shopper. Jetzt habe ich es also geschafft, ohne Erfahrung als Shopmanager für ein Bewerbungsgespräch eingeladen worden zu sein. Und das ist für Unternehmen natürlich sehr kritisch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich beim Gespräch auftauche, dann kostet das natürlich Zeit und Ressourcen für das Unternehmen. Und im schlimmsten Fall werde ich auch noch eingestellt und haben sie einen unfähigen Shopmanager. Außerdem ist es natürlich gegenüber anderen Bewerbern unfair, dass sie nicht eingeladen worden sind, obwohl sie deutlich fähiger sind. Und es ist natürlich kritisch, dass hier die Kontaktdaten jetzt in meine Hände gelangt sind, weil ich die zum Beispiel verkaufen kann. Ich kann sie irgendwie im Internet teilen und somit auch die Personen, die sich hier beworben haben, möglicherweise Schaden zugefügt werden kann, wenn andere Personen oder ich diese Informationen missbrauche. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man sich gegen solche Angriffe schützen kann. Gehen wir also nochmal zurück und ganz von vorne haben wir gesehen, dass wir hier diese Smart Shopper Seite hatten, der Webshop, dass wir aber unter applications.smartshopper dieses Bewerberportal erreichen konnten. Und das ist schon mal gleich die erste Schwachstelle, weil Smart Shopper sich dafür hätte entscheiden können und wahrscheinlich sinnvollerweise entscheiden können, dass dieses Portal nicht öffentlich erreichbar ist. Also nicht für alle Menschen in der Welt aufgerufen werden kann, sondern anstattdessen nur von dem internen Unternehmensnetzwerk aus erreichbar ist. Und das verhindert natürlich, dass zum Beispiel ich das Tool überhaupt angreifen kann und überhaupt anschauen kann. Jetzt ist das Tool aber erreichbar und wir haben gesehen, dass der Personaler sich hier anmelden kann. Und haben wir gesehen, dass hier unter Trainingsdaten es die Möglichkeit gab, neue Lebensläufe hochzuladen und die Trainingsdaten zu aktualisieren bzw. ergänzen. Und dass ich in der Lage war, hier auf diese Seite zuzugreifen und auch ein PDF hochzuladen. Hier wäre es wichtig gewesen, dass Smart Shopper verhindert hätte, dass ich, ohne mich anzumelden, auf diese Seite zugreifen kann. Weil, wenn ich nicht auf diese Seite hätte zugreifen können, hätte ich auch kein neues PDF hochladen können und somit die Trainingsdaten auch nicht verseuchen können. Das Verseuchen von Trainingsdaten ist also ganz wichtig vorzubeugen. Und es ist wichtig, dass Unternehmen dafür sorgen, dass diese Daten sicher abgelegt werden, dass Unbefugte keinen Zugriff darauf haben, die Daten nicht verändern können, nichts hinzufügen können und damit die Integrität von den Daten gewährleistet ist. Dann haben wir gesehen, dass ich meinen Lebenslauf so angepasst habe, dass es auch noch Eingabeaufforderungen gab, die hier versteckt waren. Solche Eingabeaufforderungen, das heißt, nennt man auch auf Englisch Prompt Injections, ist sehr, sehr üblich. Und deswegen ist es wichtig, solche Eingaben zu prüfen, also Benutzereingaben zu prüfen und zu filtern, so dass solche
Eingaben gar nicht verarbeitet werden. Und das gilt für Eingaben, die hier in solche Dokumente hinterlegt sind, aber auch für Eingaben, die hier zum Beispiel auf dem Dashboard direkt im Chatbot eingegeben werden und auch zum Beispiel auf Seiten, die von der KI verarbeitet werden. Also überall dort, wo Benutzereingaben hergeholt werden und analysiert werden. Dann habe ich hier diese E-Mails, die Bewerbungen analysiert und habe ich dem Chatbot gefragt, warum ich an erster Stelle stehe. Und dann haben wir gesehen, dass die KI halluziniert hat. Hier ist es eben wichtig, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu trainieren, dass sie auch selber, wenn sie so eine Ausgabe bekommen, selber nachdenken und nochmal nachprüfen, ob das auch tatsächlich eine sinnvolle Antwort war und nicht blind auf diese Ausgaben vertrauen. Und solche Trainings mache ich auch immer, zum Beispiel heute, aber auch im größeren Kontext, weil der Mensch der größte Schwachstellen genannt wird im Bereich Cybersicherheit.